Lektion 1. Tipps zur Renovierung. Ich freue mich über Ihre Vorschläge zur Vereinbarung. Klingt nach einem Plan. Sobald alles an seinem Platz ist, können wir es gemeinsam verfeinern. Genau. Die Zusammenarbeit wird uns helfen, ein solides Ergebnis zu erzielen. Ja. Ich liebe es, zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass alles perfekt ist. Haben Sie über spezifische Änderungen nachgedacht, die das Projekt verbessern könnten? Ich denke, wir sollten uns auf das Layout konzentrieren, um den Platz zu maximieren. Das ist eine tolle Idee. Ein gut durchdachtes Layout kann einen großen Unterschied machen. Ja. Lassen Sie uns auch die Materialien berücksichtigen, um die Qualität sicherzustellen. Unbedingt. Ich bin gespannt, wie unsere Ideen zusammenkommen. Lektion 2. Sicherheitsplanung. Natürlich steht Sicherheit an erster Stelle. Lassen Sie uns eine Checkliste erstellen, um sicherzustellen, dass wir nichts vergessen. Das ist eine tolle Idee. Eine Checkliste hilft dabei, alles zu organisieren. Genau. Wir sollten Notfallkontakte und Erste-Hilfe-Artikel einbeziehen. Ja, es ist wichtig, auf unerwartete Situationen vorbereitet zu sein. Mussten Sie schon einmal Ihre Notfallausrüstung benutzen? Zum Glück nein, aber es ist beruhigend zu wissen, dass es bei Bedarf da ist. Mir geht es genauso. Vorbereitung ist der Schlüssel, um sich sicher zu fühlen. Unbedingt. Nehmen wir uns Zeit, um eine gründliche Checkliste zu erstellen. Guter Plan. Ich möchte sicherstellen, dass wir vollständig bereit sind. Lektion 3. Bedenken hinsichtlich des Rauchens. Es war wirklich nicht fair gegenüber den Leuten, die nicht rauchten. Ihre Kleidung roch immer nach Rauch. Ja, es ist frustrierend, wenn sich die Entscheidungen anderer negativ auf sie auswirken. Unbedingt. Ich denke, jeder verdient eine rauchfreie Umgebung. Ich stimme zu. Öffentliche Räume sollten für alle bequem sein. Haben Sie an Orten, die Sie häufig besuchen, Verbesserungen festgestellt? Ja. Viele Restaurants haben jetzt ausgewiesene Raucherbereiche. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das macht das Essen im Freien noch angenehmer. Definitiv. Ich hoffe, dass mehr Orte ähnliche Richtlinien verfolgen. Ich auch. Es ist wichtig für das Wohlbefinden aller Gönner. Lektion 4. Historischer Kontext. Die Eisenbahnen über die Ebenen hatten einen großen Einfluss auf die Entwicklung des Gebiets. Ja, und um Farmen und Ranches herum wurden Zäune errichtet, um Eigentum zu schützen. Genau. Es hat die Landschaft verändert und die Art und Weise, wie die Menschen mit dem Land interagierten. Definitiv. Die Gesetzeshüter waren auch auf der Suche nach illegalen Aktivitäten. Das ist wahr. Die Expansion brachte sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich. Ja, es hat die Dynamik der Gemeinschaft maßgeblich geprägt. Hast du über bestimmte Ereignisse aus dieser Zeit gelesen? Hab ich. Die Konflikte um Landrechte waren besonders interessant. Diese historischen Spannungen finden auch heute noch in verschiedenen Diskussionen ihren Widerhall. Lektion 5. Begegnungen mit Wildtieren.
Ich sehe oft Eichhörnchen in meinem Garten. Es ist so unterhaltsam, sie zu beobachten. Das sind sie wirklich. Manchmal sehe ich auch einen Waschbären oder ein Streifenhörnchen. Das klingt bezaubernd. Die Tierwelt kann in Vororten so lebendig sein. Ja. Es ist schön, sich direkt zu Hause mit der Natur zu verbinden. Hast du jemals versucht, sie zu füttern? Hab ich. Nur ein bisschen. Es macht Spaß, sie aus der Nähe zu sehen. Das muss ein herrliches Erlebnis sein. Das ist es wirklich. Nur ihnen beim Spielen zuzusehen, kann mir den Tag versüßen. Ich stimme zu. Die Natur bringt so viel Freude in unser Leben. Lektion 6. Einkaufspläne. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lass uns bald einen weiteren Einkaufsbummel planen. Sollen wir? Unbedingt. Ich hatte beim letzten Mal viel Spaß beim Einkaufen mit dir. Ich auch. Es macht immer mehr Spaß, mit einem Freund einzukaufen. Genau. Was hoffst du dieses Mal zu kaufen? Ich brauche ein paar neue Klamotten für die kommende Saison. Das klingt gut. Ich suche nach Accessoires, um meine Outfits aufzupeppen. Perfekt. Lassen Sie uns eine Liste der Geschäfte erstellen, die wir besuchen möchten. Ja, ich habe ein paar Boutiquen im Kopf, die ich gerne besuchen würde. Großartig. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was wir finden. Lektion 7. Nachbarschaftsfragen. Oh nein, das ist frustrierend. Was hast du mit deinen Nachbarn gemacht? Anfangs wusste ich nicht, wie ich damit umgehen sollte, aber ich beschloss, mit ihnen zu sprechen. Das ist ein guter Ansatz. Kommunikation kann oft Probleme lösen. Ja, ich erklärte meine Bedenken und sie waren überraschend verständnisvoll. Das ist toll zu hören. Haben Sie irgendwelche Änderungen vorgenommen? Sie waren sich einig, den Lärm leise zu halten, was eine Erleichterung war. Es ist immer besser, Probleme direkt anzugehen, anstatt sie eitern zu lassen. Genau. Ich fühlte mich viel besser, nachdem ich darüber gesprochen hatte. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Lassen Sie uns weiterhin die offene Kommunikation in unserer Community fördern. Lektion 8. Erkundung der Niagara-Fälle. Hast du von den Gewächshäusern in der Nähe der Reise hinter den Wasserfällen gehört? Ja, sie sind bekannt für ihre schönen Pflanzen und Blumen. Ich finde es faszinierend, wie sie in einer so einzigartigen Umgebung gedeihen. Unbedingt. Und die verpasste Bootsfahrt nördlich der Wasserfälle in der Niagara-Schlucht ist auch ein Highlight. Das klingt aufregend. Ich wollte die Wasserfälle schon immer einmal hautnah erleben. Das solltest du wirklich. Der Nebel und das Geräusch des Wassers sind atemberaubend. Das kann ich mir vorstellen. Es muss eine großartige Möglichkeit sein, die Kraft der Natur zu schätzen. Definitiv. Lass uns eines Tages zusammen eine Reise dorthin planen. Das fände ich toll. Das wird ein unvergessliches Abenteuer. Lektion 9. Selbstbewusste Kommunikation. Ja, ich habe während der Präsentation Augenkontakt gehalten und eine selbstbewusste Körpersprache verwendet. Das ist fantastisch.
Es hilft wirklich, Ihre Botschaft effektiv zu vermitteln. Genau. Ich hatte das Gefühl, mehr Kontrolle zu haben und mich mit dem Publikum zu beschäftigen. Hast du vorher geübt? Ja, ich habe mehrmals geprobt, um mich wohlzufühlen. Das ist eine kluge Strategie. Vorbereitung ist der Schlüssel zum Reden in der Öffentlichkeit. Unbedingt. Ich denke, es hat einen erheblichen Unterschied bei meiner Lieferung gemacht. Ich bin stolz auf dich. Selbstvertrauen kann das Ergebnis wirklich verändern. Danke. Ich werde weiter üben, um mich noch weiter zu verbessern. Lektion 10. Verbesserung der Kommunikation. Seien Sie vorsichtig und verwenden Sie das nächste Mal die Rechtschreibprüfung, oder? Ja, das ist ein gutes Argument. Ich muss den Details mehr Aufmerksamkeit schenken. Unbedingt. Es kann die Qualität Ihrer Arbeit wirklich verbessern. Großartig. Ich denke, Sie können Ihr Schreiben verbessern, indem Sie sich auf Klarheit konzentrieren. Ich stimme zu. Klarheit hilft, Ideen effektiver zu vermitteln. Ja, nehmen wir uns etwas Zeit, um die Arbeit des anderen zu überprüfen. Das klingt nach einem guten Plan. Feedback ist immer hilfreich. Definitiv. Zusammen können wir unsere Schreibfähigkeiten verbessern. Ich freue mich drauf. Lektion 11. Essentials im Lebensmittelgeschäft. Außerdem geht uns der Kaffee aus. Okay, das füge ich der Liste hinzu. Es ist wichtig für den Morgen. Ja, ohne meinen Morgenkaffee kann ich nicht funktionieren. Das gleiche hier. Was müssen wir noch abholen? Wir sollten ein paar Früchte und Snacks für die Woche besorgen. Tolle Idee. Frisches Obst ist immer ein gesunder Snack. Genau. Stellen wir sicher, dass wir dieses Mal nichts vergessen. Ich schaue noch einmal in der Speisekammer nach, bevor wir losfahren. Perfekt. Es ist immer gut, vorbereitet zu sein. Lektion 12. Lokale Erkundung. Was gibt es in dieser Gegend noch zu entdecken? Sie können auch einen nahegelegenen Leuchtturm besuchen. Er ist ein großartiger Ort für Fotos. Das klingt unglaublich. Ich liebe malerische Ausblicke. Ja, der Leuchtturm hat einen schönen Blick auf die Küste. Das würde ich gerne sehen. Gibt es Wanderwege in der Nähe? Ja, es gibt Wanderwege, die zu atemberaubenden Ausblicken führen. Perfekt. Ich gehe gerne wandern und bin gerne draußen. Ich auch. Lass uns einen Tagesausflug planen, um alles zu erkunden. Ich kann unser Abenteuer kaum erwarten. Lektion 13. Zusammenkochen. Das klingt nach einer großartigen Idee. Lass es uns planen. Ja. Ich bringe die Zutaten für ein neues Rezept mit, das ich ausprobieren möchte. Wunderbar. Ich liebe es, mit neuen Gerichten zu experimentieren. Ich auch. Zusammen kochen macht immer so viel Spaß. Unbedingt. Das macht den Prozess angenehmer.
Welches Gericht willst du zubereiten? Ich dachte an ein Nudelgericht mit frischem Gemüse. Das klingt köstlich. Ich kann es kaum erwarten, es zu probieren. Lass uns einen Termin für unsere Kochsession vereinbaren. Lektion 14. Tipps zur Flüssigkeitszufuhr. Es ist wichtig, mindestens 8 Gläser Wasser pro Tag zu trinken. Hervorragend. Für eine gute Gesundheit ist es wichtig, hydratisiert zu bleiben. Ja, es hilft beim Energieniveau und beim allgemeinen Wohlbefinden. Neben der Flüssigkeitszufuhr ist es auch wichtig, darauf zu achten, was wir essen. Unbedingt. Eine ausgewogene Ernährung ergänzt die Flüssigkeitszufuhr perfekt. Fanden Sie es schwierig, genug Wasser zu trinken? Manchmal ja. Ich versuche, eine Wasserflasche bei mir zu haben. Das ist eine gute Strategie. Ich finde es auch hilfreich. Ermutigen wir uns gegenseitig weiter, hydratisiert zu bleiben. Lektion 15. Bildungskosten. Für einige Programme sind durchschnittliche Studiengebühren erforderlich, die recht hoch sein können. Ja, ich habe festgestellt, dass die Studiengebühren in den letzten Jahren gestiegen sind. Es ist besorgniserregend, zumal die Regierungen Finanzmittel bereitgestellt haben. Unbedingt. Es belastet die Schüler und ihre Familien. Haben Sie nach Stipendien oder finanziellen Hilfsmöglichkeiten gesucht? Habe ich. Für Studierende stehen einige großartige Ressourcen zur Verfügung. Das ist gut zu hören. Es ist wichtig, alle Optionen auszuloten. Ja, eine vorausschauende Planung kann einen erheblichen Unterschied machen. Lassen Sie uns gemeinsam weiter forschen. Es ist immer hilfreich, Informationen auszutauschen. Lektion 16. Zeit mit der Familie. Es ist wichtig, Zeit zu haben. Nicht nur zu arbeiten, sondern auch zusammen zu lesen und zu spielen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Familienzeit ist für den Aufbau von Beziehungen unerlässlich. Genau. Die Pläne, die wir an unserem Küchentisch schmieden, werden die unseres Lebens sein. Ja, ich liebe es, wie diese Momente bleibende Erinnerungen schaffen. Welche Aktivitäten machst du gerne zusammen als Familie? Wir lieben es, Brettspiele zu spielen und zusammen zu kochen. Das klingt lustig. Kochen kann so ein verbindendes Erlebnis sein. Das ist es wirklich. Außerdem trägt jeder sein Lieblingsgericht bei. Ich kann es kaum erwarten, von deinem nächsten Familientreffen zu hören. Lektion 17. Snackoptionen. Das Café hat so viele Backwaren zur Auswahl. Das klingt herrlich. Ich probiere gerne neues Gebäck aus. Unbedingt. Können wir Snacks auf unser Zimmer bestellen? Ja, das wäre perfekt. Es ist schön, sie bequem zu genießen. Hast du ein Lieblingsgebäck, das du probieren möchtest? Ich habe in letzter Zeit Lust auf ein Schokoladencroissant. Lecker! Ich glaube, ich nehme eine Fruchttorte. Gute Wahl. Die sind immer so erfrischend. Lass uns unsere Bestellung aufgeben und ein paar Leckereien genießen. Lektion 18. Über Erinnerungen nachdenken.
Einige der traurigen Erinnerungen sind schmerzhaft, aber sie sind alle Teil meines Lebens. Das verstehe ich. Es ist wichtig, sie anzuerkennen. Ja, sie prägen, wer wir sind und wie wir wachsen. Unbedingt. Findest du es hilfreich, über diese Erinnerungen zu sprechen? Manchmal, ja, teilen hilft mir, meine Gefühle zu verarbeiten. Das ist ein gesunder Ansatz. Es ist gut, jemanden zum Reden zu haben. Ich stimme zu. Was ist mit dir? Wie gehst du mit traurigen Erinnerungen um? Ich schreibe sie gerne auf. Es hilft mir, Emotionen freizusetzen. Das klingt therapeutisch. Unterstützen wir uns weiterhin gegenseitig bei unseren Überlegungen. Lektion 19. Wohnprobleme. Viele junge Menschen haben heutzutage Probleme mit ihren Hypotheken. Ja, es ist hart. Die meisten können sich keinen leisten, besonders auf dem heutigen Markt. Es ist besorgniserregend, besonders wenn sich die Schüler die Ausbildung, die sie benötigen, nicht leisten können. Unbedingt. Bildung ist so wichtig für zukünftigen Erfolg. Sind Sie auf Programme gestoßen, die dabei helfen? Ich habe von einigen Stipendien gehört, die die finanzielle Belastung verringern können. Das ist großartig. Es ist wichtig, die Schüler dabei zu unterstützen, ihre Träume zu verwirklichen. Ja, lassen Sie uns diese Möglichkeiten weiter verbreiten. Ich stimme zu. Bewusstsein kann einen großen Unterschied machen. Lektion 20. Abenteuerplanung. Ich plane ein unvergessliches Abenteuer in einem abgelegenen Land. Das klingt unglaublich. Wo willst du hingehen? Ich denke über eine Reise nach Neuseeland nach. Es ist so wunderschön dort. Beeindruckend. Ich habe gehört, dass die Landschaften atemberaubend sind. Ja. Die Berge und Seen eignen sich perfekt für Outdoor-Aktivitäten. Könnten Sie mir Ihre Reiseroute mitteilen, sobald Sie sie geplant haben? Natürlich. Ich würde gerne Ihre Meinung dazu hören. Ich kann es kaum erwarten, alles über deine Abenteuer zu erfahren. Es wird auf jeden Fall ein unglaubliches Erlebnis. Lektion 21. Wochenendpläne. Hey, was hast du an diesem Wochenende vor? Nicht viel, lass es einfach ruhig angehen. Warum fragst du? Ich dachte, es wäre nett, ein kleines Abenteuer zu erleben. Das klingt lustig. Was schwebt dir vor? Vielleicht ein Tagesausflug in die Berge zum Wandern? Ich liebe diese Idee. Frische Luft und Natur klingen erfrischend. Genau. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, sich von der Woche zu erholen. Lassen Sie uns das planen und einen guten Trail zum Erkunden finden. Ich freue mich. Es wird ein perfekter Wochenendausflug sein. Lektion 22. Teamzusammenarbeit. Ja, ich nehme an virtuellen Teambesprechungen teil und chatte regelmäßig. Das ist großartig. Es ist wichtig, mit deinem Team in Verbindung zu bleiben. Unbedingt. Es trägt zur Aufrechterhaltung der Zusammenarbeit und Produktivität bei. Finden Sie virtuelle Besprechungen effektiv?
Sie können es sein, besonders wenn alle engagiert sind. Ich stimme zu. Klare Kommunikation ist in diesen Einstellungen der Schlüssel. Ja, ich versuche immer, mit Updates und Feedback vorbereitet zu sein. Das ist eine kluge Strategie. Das sorgt dafür, dass die Besprechungen konzentriert bleiben. Lassen Sie uns weitere Tipps zur Verbesserung der virtuellen Teamarbeit geben. Lektion 23. Besprechungszeit. Um wie viel Uhr gehst du gegen 17 Uhr? Ist das praktisch für dich? Ja, das funktioniert perfekt für mich. Großartig. Ich sorge dafür, dass ich bis dahin bereit bin. Sollen wir uns zuerst im Café treffen? Das klingt nach einem guten Plan. Ich liebe Ihren Kaffee. Me too. It'll be nice to catch up over a warm drink. Ja, ich freue mich auf unser Gespräch. Das Gleiche hier. Es macht immer Spaß, Zeit miteinander zu verbringen. Lektion 24. Ideen für Wochenendausflüge. Hallöchen, ich denke darüber nach, einen Wochenendausflug zu planen. Irgendwelche Vorschläge? Das klingt aufregend. Hast du über den Strand nachgedacht? Ja. Ich liebe die Idee, am Meer zu entspannen. Das Geräusch der Wellen ist so beruhigend. Genau. Es ist eine perfekte Flucht vor dem Trubel. Wie wäre es mit einer Hütte in den Bergen? Das könnte auch erfrischend sein. Das ist eine tolle Idee. Ich liebe es, in der Natur zu sein. Schauen wir uns beide Optionen an und schauen, was am besten passt. Ich kann es kaum erwarten, mit der Planung unseres Abenteuers zu beginnen. Lektion 25. Ausstattung der Zimmer. Sind die Zimmer mit elektronischen Annehmlichkeiten ausgestattet? Ja, Sie haben in der Regel alles, was Sie für einen komfortablen Aufenthalt benötigen. Das ist gut zu wissen. Ich schätze es immer, moderne Annehmlichkeiten zu haben. Unbedingt. Es macht das Reisen so viel einfacher. Denken Sie, wir sollten auch die Verfügbarkeit von Wi-Fi überprüfen? Ja, das ist wichtig, um in Verbindung zu bleiben. Ich stimme zu. Es ist schön, diese Option unterwegs zu haben. Fragen wir bei der Buchung unbedingt nach allen Annehmlichkeiten. Definitiv. Es wird uns helfen, die beste Unterkunft auszuwählen. Lektion 26. Feiertagstraditionen. Ich liebe die Idee eines Schlittens, der in den Ferien von Rentieren gezogen wird. Unbedingt. Das ist so ein magisches Bild, besonders für Kinder. Sie glauben, dass der Weihnachtsmann ihre Strümpfe mit Spielzeug und Leckereien füllt. Ja, es ist aufregend, an die Freude zu denken, die es am Weihnachtsmorgen bereitet. Haben Sie besondere Traditionen, denen Sie in den Ferien folgen? Wir schmücken den Baum immer zusammen und backen Kekse. Das klingt lustig. Ich mache gerne mit meiner Familie Lebkuchenhäuser. Diese Traditionen schaffen so wundervolle Erinnerungen, nicht wahr? Das tun sie wirklich. Stellen wir sicher, dass wir dieses Jahr zusammen feiern.
Lektion 27. Tipps zum Organisieren. That's a great idea. I struggle with finding things in my messy room. Ich verstehe das vollkommen. Es kann überwältigend sein, wenn die Dinge fehl am Platz sind. Genau. Ich bin mir nicht sicher, wo ich mit der Organisation anfangen soll. Haben Sie darüber nachgedacht, Lagerbehälter oder Regale zu kaufen? Ich denke, das könnte helfen. Ich muss einige ausgewiesene Räume erstellen. Ja. Das Etikettieren von Kartons kann es auch einfacher machen, das zu finden, was Sie benötigen. Das ist ein kluger Tipp. Das werde ich auf jeden Fall versuchen. Lass uns einen Tag planen, um dein Zimmer gemeinsam in Angriff zu nehmen. Das würde ich zu schätzen wissen. Das wird den Prozess unterhaltsamer machen. Lesson 28, Home Workouts. Sie können Hanteln oder ein Widerstandsband für das Krafttraining zu Hause ausprobieren. Das klingt nach einer guten Idee. Ich wollte schon immer eine Trainingsroutine beginnen. Es ist praktisch, besonders wenn Sie es nicht ins Fitnessstudio schaffen. Ja. Außerdem können Sie es jederzeit tun, wenn es Ihnen passt. Genau. Haben Sie bestimmte Fitnessziele vor Augen? Ich hoffe, Muskeln aufzubauen und meine Ausdauer zu verbessern. Das ist genial. Eine Mischung aus Kraft und Ausdauer hilft dabei. Unbedingt. Motivieren wir uns gegenseitig, konsequent zu bleiben. Ich bin dabei. Wir können unsere Fortschritte teilen und uns gegenseitig zur Rechenschaft ziehen. Lektion 29. Die Schönheit der Natur. Die Straße war lebendig und alles bewegte sich wegen des Windes. Das klingt wunderschön. Die Natur kann so dynamisch sein. Ja, es ist unglaublich, wie sich die Bäume wiegen und die Blätter tanzen. Ich liebe das. Es lässt mich die kleinen Dinge im Leben schätzen. Genau. Hast du schon einmal einen starken Wind beim Wandern erlebt? Ja. Es ist berauschend, aber manchmal auch ein bisschen beängstigend. Ich stimme zu. Es verleiht dem Abenteuer ein gewisses Maß an Spannung. Definitiv. Wir sollten eine Wanderung an einem windigen Tag planen. Das klingt perfekt. Lassen Sie uns gemeinsam die Kraft der Natur nutzen. Lektion 30. Gesten der Güte. Kleine Gesten sind immer willkommen. Ja, es ist erstaunlich, wie ein bisschen Freundlichkeit jemandem den Tag versüßen kann. Unbedingt. Sogar ein Lächeln kann einen Unterschied machen. Ich stimme zu. Es sind diese kleinen Dinge, die ein Gemeinschaftsgefühl aufbauen. Haben Sie in letzter Zeit irgendwelche freundlichen Handlungen gesehen, die Sie berührt haben? Ja. Jemand hat neulich meinen Kaffee bezahlt und das hat mir den Morgen versüßt. Das ist so süß. Ich liebe es, wenn Leute solche Dinge tun. Ich auch. Es inspiriert mich, es weiterzureichen. Lasst uns weiterhin Freundlichkeit verbreiten, wohin wir auch gehen. Lektion 31. Wegbeschreibungen leicht gemacht. Klar, an der nächsten Kreuzung links abbiegen und geradeaus gehen. Klingt einfach genug. Ich schätze Ihre klaren Anweisungen.
Es ist wirklich einfach, wenn man den Weg einmal kennt, aber für Neuankömmlinge kann es verwirrend sein. Unbedingt. Orientierungspunkte helfen auch wirklich bei der Navigation. Richtig? Es ist immer einfacher, wenn man sich von etwas Erkennbarem leiten lässt. Ich stimme zu. Es ist, als hätte man eine mentale Landkarte im Kopf. Genau. Außerdem macht es die Reise angenehmer, wenn Sie wissen, wohin Sie gehen müssen. Ja, und Sie können die Sehenswürdigkeiten auf dem Weg besichtigen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass Sie sich verlaufen. Das ist der beste Teil. Bei der Erkundung neuer Orte dreht sich alles um das Erlebnis. Lektion 32. Bewertungen sind wichtig. Es kann schwierig sein, eine gute Bewertung zu finden, aber ich empfehle, die Online-Bewertungen zu überprüfen. Das ist so ein kluger Ansatz. Bewertungen können Sie wirklich in die richtige Richtung weisen. Genau, sie bieten Einblicke, die Sie möglicherweise nicht nur aus der Produktbeschreibung erhalten. Und es ist interessant, wie Menschen ihre persönlichen Erfahrungen teilen, was sehr aufschlussreich sein kann. Ja. Es ist, als würde man sich von Freunden beraten lassen, auch wenn man sie nicht persönlich kennt. Ich liebe diesen Aspekt. Das macht die Entscheidungsfindung so viel einfacher und fundierter. Ganz gewiss. Außerdem können Sie alle roten Fahnen erkennen, die auf eine schlechte Wahl hinweisen könnten. Definitiv. Es erspart Ihnen Fehler, die hätten vermieden werden können. Es geht darum, auf dem heutigen Markt intelligente Verbraucher zu sein. Lektion 33. Fitnessgespräche. Ich liebe es, zu Hause zu laufen und Körpergewichtsübungen zu machen. Wie steht's mit dir? Das klingt fantastisch. Ich bleibe auch gerne aktiv, besonders wenn das Wetter schön ist. Ich finde, dass Laufen meinen Kopf frei macht und mein Energieniveau steigert. Ich stimme vollkommen zu. Es ist erfrischend, während des Trainings draußen zu sein. Außerdem sind Körpergewichtsübungen so praktisch, dass du sie überall machen kannst. Genau. Sie sind perfekt für ein schnelles Training, wenn Sie nicht viel Zeit haben. Und Sie können es jederzeit ändern, um die Dinge interessant zu halten. Ja. Abwechslung ist der Schlüssel, um die Motivation aufrechtzuerhalten und sich nicht zu langweilen. Es ist toll herauszufinden, was für dich funktioniert und dich daran zu halten. Lektion 34. Gemütliche Kurzurlaube. In Civil gibt es einige gemütliche Cottages am Strand. Wir können sie uns ansehen. Das klingt herrlich. Ein Strandurlaub ist immer eine erfrischende Idee. Richtig? Stellen Sie sich vor, Sie wachen mit dem Geräusch von Wellen und dem Geruch von Salz in der Luft auf. Es wäre so entspannend. Außerdem muss die Aussicht atemberaubend sein. Unbedingt. Es ist der perfekte Ort für einen ruhigen Rückzugsort abseits des Trubels. Und wir könnten Strandaktivitäten wie Schwimmen oder einfach nur Sonnenbaden genießen. Ja, es ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Ich kann mir schon vorstellen, wie wir auf der Veranda Kaffee trinken und dabei den Sonnenuntergang beobachten. Das ist der Traum. Lass uns anfangen, unsere kleine Flucht zu planen. Lektion 35. Achtsamkeitsmomente. Wie lange meditierst du normalerweise?
Normalerweise meditiere ich jeden Tag etwa 10 bis 15 Minuten. Das ist eine großartige Praxis. Es hilft wirklich, sich zu zentrieren, bevor Sie den Tag beginnen. Ja, es ist erstaunlich, wie nur ein paar Minuten eine so positive Wirkung haben können. Ich finde, dass es meinen Fokus verbessert und Stress deutlich reduziert. Unbedingt. Es ist eine wunderbare Art, Achtsamkeit und Klarheit zu kultivieren. Außerdem ist es so einfach, es in Ihren Tagesablauf zu integrieren, selbst wenn Sie einen vollen Terminkalender haben. Ja, nur ein ruhiger Ort und ein paar Momente der Stille können Wunder bewirken. Ich liebe das Gefühl von Frieden, das es nach jeder Sitzung bringt.